Hallo, willkommen zurück. Ich hoffe, deine Aufmerksamkeitsspanne ist heute gut, denn heute machen wir einen Quick-Tipp. Wie zeichne ich Tannen? 4 verschiedene Sorten. Let's go! Heute geht es um Tannen und die Tanne hat eine Grundstruktur. Wenn man sie vereinfacht ausdrückt, ist es mehr oder weniger ein Dreieck und ein Stamm. Das würde man als Tanne identifizieren. Man kennt es auch aus der Weihnachtszeit. Man skizziert manchmal Tannen, indem man so etwas macht, was im Grunde genommen das Dreieck, die Dreiecksstruktur beinhaltet, wo man aber die Details der einzelnen Äste besser sieht. Diese Grundstrukturen behalten wir im Kopf, denn die brauchen wir auf jeden Fall für die Zeichnung einer Tanne. Ich werde euch heute 1, 2, 3, 4 verschiedene Varianten aufzeigen und die erste Variante ist die, ich nenne sie mal Illustrationstanne, wie ihr sie auch in diesen Bildern von mir sehen könnt. Und zwar fängt man einfach an mit einem möglichst geraden Strich nach unten und fängt dann an mit kleinen Tannen, immer in dieses Schema beachtend und größer werdend nach unten. Man kann aufhören, wo man will. Ich höre jetzt mal hier auf, indem ich einen kleineren mache und man spiegelt dann einfach die eine Seite mit den Blättern der anderen, beziehungsweise dem Nadelholz, und schon hat man eine kleine Tanne. Diese kann man in den Hintergrund einarbeiten oder mehrere machen, um einen Wald zu erzeugen. Nummer 1, super simpel, kann vereinfacht werden mit 2 oder beziehungsweise mit 3 kleinen, hier unten noch ein Ast, fertig. So, Nummer 2 ist die etwas sketchigere Version. Wir behalten das Grundschema im Kopf und zwar fangen wir oben klein an und wackeln einfach so ein bisschen, versuchen so ein bisschen zu zittern und die Linienführung beizubehalten. Hier gehen wir rechts und links, ein bisschen nach unten, ein bisschen weiter rechts und links und so weiter und so fort. Ich spule jetzt mal ein bisschen vor. So, das ist die zweite Variante. Auch hiermit kann man wunderbar Landschaften im Hintergrund gestalten, sonst was. Man kann diese kleine Tanne variieren und kombinieren mit anderen Tannen und schon kriegt man super schnell eine kleine Tannenlandschaft hin für einen Hintergrund. Ihr seht? Super easy. Nummer 3 ist die etwas langwierigere Variante, und zwar eine Dotwork-Variante. Ihr könnt euch so ein bisschen die Struktur vorher, wie ihr es haben wollt, skizzieren, dass die Zweige auch richtig ausgerichtet sind und so weiter und so fort. Und dann einfach, ich lasse es mal so klein, mit dem Dotwork anfangen. Auch oben die Punkte dürfen sich berühren, aber müssen nicht unbedingt, weil je nachdem, wie dicht man das Dotwork haben möchte, macht es Sinn, dass die sich berühren, manchmal aber nicht. Das funktioniert meistens mit einem dünneren Stift. Ich habe jetzt hier einen sehr dicken gewählt, deswegen gehe ich jetzt mal eine Nummer kleiner und mache es hiermit weiter und man sieht, es wird schon wesentlich detaillierter und je nachdem, wie detailliert ihr die einzelnen Zweige haben möchtet, sucht ihr euch die Stiftdicke ab. Ich habe jetzt hier 0,3, sorry, so rum, 0,3 und der andere war 0,8. Also ihr seht hier 0,8 geht ungefähr bis hier, nee Quatsch, bis hier ist 0,8 und 0,3 ist ab hier unten und es wird schon wesentlich detaillierter, dauert aber auch wesentlich länger. Ich spule jetzt mal vor. Versucht auch so wie hier so ein bisschen die einzelnen Äste in den Ästen so ein bisschen darzustellen. Und eine Tanne hat gewöhnlicherweise auch ebenso wie hier im ersten so ein bisschen geschwungene Äste. Und das kann man hier mit dem Dotwork sehr gut ausarbeiten, weil man hier so kleine, einzelne kleine Stränge rausmachen kann oder hier unten so raus, die ein bisschen gebogen sind, um noch die Charakteristik der einzelnen Tanne abzubilden. Hier kann man so einen kleinen Ast rausmachen, der hier so rausguckt noch zum Ende des Stammes. Und et voilà, ihr habt eine Dotwork-Tanne. Wie gesagt, dauert länger, sieht aber besser aus. Die vierte Variante ist die sehr sketchige. Ich benutze jetzt auch den feinen Stift dazu. Und zwar lasst ihr es einfach laufen. Ihr macht feine Striche, immer in eine Richtung, nicht so wie eben. Da haben wir so wild durcheinander gezappelt. Und hier macht man es eher in eine Richtung, um die Laufrichtung der Äste und Zweige auch gut darzustellen. Und ihr geht auch hier wieder
immer weiter raus, je tiefer ihr kommt. Und die Tanne wird immer dichter Richtung Stamm. Auch ganz wichtig, hier mal einen Ausläufer reinmachen. Bisschen buschiger alles. Und je nach Zeichenstil, den ihr habt, könnt ihr und dürft ihr und sollt ihr natürlich auch alles variieren an Techniken, was euch am besten gefällt. Ich gehe meistens mit der Dotwork-Tanne oder mit dieser einzelnen, wenn ich kleine Tannen mache, aber das kann ja jeder selber entscheiden. So, das war's vom Tannentutorial. Ich habe es natürlich nicht in der Kürze geschafft, wie ich es vorhatte, aber falls euch das Video doch gefallen hat und trotzdem gefallen hat, klickt auf Subscribe, macht die Bimmel an, wie auch immer, alles was geht, und bis zum nächsten Video. Tschüss. Ah, Mist, meine Kamera steht zu weit weg.